Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Perfect Green. Auf mehrfachen Wunsch von unserer Community stellen wir euch heute den Earthwise Handspindelmäher vor. Viel Spaß! Bevor dieses Video startet, möchte ich kurz erwähnen, dass wir uns diesen Handspindelmäher selbst gekauft haben, aber wir trotzdem dieses Video als ein Werbevideo deklarieren, weil es in Deutschland Richtlinien und Gesetze gibt, die eingehalten werden müssen. Und ganz ehrlich, wenn es euch deswegen nicht passt, einfach wegschalten. Und jetzt geht's los. Er ist endlich in Deutschland verfügbar, der Earthwise Spindelmäher. Doch was ist so besonders an ihm und warum löst er momentan in Deutschland einen Hype aus? Da würde ich einfach mal sagen, gehen wir auf die Besonderheiten von diesem Handspindelmäher ein. Denn er ist anders als andere Handspindelmäher. Er hat 7 Messer. Es gibt in Deutschland aktuell nur Handspindelmäher mit 5 Messer und die haben das Problem, dass die Rippchen reinmachen. Dieser hier hat 7 Messer und dadurch sollen die Rippchen weg sein oder weniger sein. Wir werden es gleich sehen. Aber Fakt ist, dass dieser Handspindelmäher auch sehr besonders ist und anders ist als die Gardena, Einhell und Co. Denn die Materialauswahl und die Qualität, die ihr für aktuell nur 169 € bekommt, inklusive Fangkorb, ist richtig, richtig gut. Und da hätte ich gesagt, fangen wir einfach mal hier oben am Griff an. Es fängt schon an, er ist wirklich, der Griff, schönes Moosgummi dran, er liegt wahnsinnig gut in der Hand. Also da gibt es schon mal gar nichts dran auszusetzen. Die Qualität, die Verarbeitung ist wirklich sagenhaft gut. Optisch muss ich auch sagen, gefällt er mir mega gut, durch das Schwarz, durch das Anthrazit. Ein paar grüne Applikationen drin von den Schrauben, echt gut. Auch generell, ich mache mal den Fangkorb weg. Zum Fangkorb sage ich später noch was dazu. Schauen wir uns mal einfach mal den Mäher hier an. Er ist auch hier, wie gesagt, er hat 7 Messer und er ist hier komplett anders als die Gardena, Einhell und Alco Fraktion, denn schon allein das Untermesser, da kann man richtig von einem Untermesser reden. Das ist ein richtig qualitativ hochwertiger Stahl, schön dick, ich schätze es auf 2,5 mm, vielleicht auch 3, eher zuerst 2,5. Und qualitativ merkt man bzw. hört man auch schon, wenn ich die Spindel drehe, er hört sich richtig massig an und nicht so blechern als die Spindelmäher, die es seither zu kaufen gibt. Ansonsten muss ich auch sagen, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist einfach das Gewicht. Der Mäher ist richtig schwer. Kein Vergleich zu den anderen Handspindelmähern. Das ist bisher wirklich der schwerste, den ich je hatte. Und durch das Schwere bleibt er auch beim Schieben sehr massiv und gut auf dem Boden liegen, auch wenn mal eine Unebenheit kommt. Was gibt es noch zu sagen? Was ich auch sehr gut finde, ist natürlich auch den Griff. Den kann man wirklich sehr tief schieben, eigentlich schon fast ein Kind, bis auf sehr großgewachsene Personen, beziehungsweise ich kann ihn komplett umlegen und so bleibt er dann auch stehen. Finde ich auch gut. Ansonsten zu den Rädern, genau, da ist auch noch ein großer Unterschied. Die sind nicht ganz aus Kunststoff, sondern die Räder, die sind etwas so ein Hartgummi, also nicht ganz Weichgummi, Hartgummi und sind extrem groß und durch das Große lässt er sich einfach mega gut auch über Unebenheiten drüber schieben, beziehungsweise lässt sich allgemein, der ganze Mäher, er lässt sich wirklich extrem leicht schieben. Er lässt sich sehr leicht wenden. Und lässt sich generell mega gut über den Rasen schieben und manövrieren. Also von daher ganz großes Lob, richtig cool.
Und da gefällt er mir bisher deutlich besser als Gardena und Co., Einhell, Alco, wie sie alle heißen, beziehungsweise die wir alle schon getestet haben. Denn wir haben ja schon sehr viele Handspindelmäher getestet. Die Videos blenden wir euch oben ein, da könnt ihr es dann auch nochmal anschauen. Aber er hat auch Negativpunkte und das sind ganz große Negativpunkte und die zeige ich euch jetzt auch noch. Wie alles im Leben gibt es natürlich auch Kritik bzw. was Negatives. Und hier muss ich sagen, sind es 3 Dinge, die mich stören. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn das sind wirklich 3 gravierende Dinge. Zum einen der Fangkorb. Mal wieder der Fangkorb, wie bei ganz vielen Handspindelmähern auch, muss ich sagen, er ist relativ überflüssig. Der Fangkorb an für sich ist gut, die Qualität, die Materialauswahl ist gut, keine Kritik, alles top. Er ist mega stabil. Er hat auch hier nochmal eine Querstrebe drin. Er hat hier nochmal eine Querstrebe. Er lässt sich sehr gut einhängen. Ein bisschen hängt er hier. Ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare, ob es nur bei mir so ist oder bei euch auch. Da braucht er etwas Druck, beziehungsweise er muss weiter rüber. Und er lässt sich auch hier dann dementsprechend gut einhängen. So, doch was habe ich zu bemängeln am Fangkorb? Eigentlich der Fangkorb nichts, sondern die Konstruktion von der Spindel bzw. von dem Mäher. Denn das ganze Gras, das abgeschnitten wird, wirft es nicht nach hinten in den Fangkorb, sondern es wirbelt überwiegend nach oben und dadurch kommt sehr wenig in den Fangkorb. Je schneller ich gehe, desto mehr sammle ich auf, einfach durch die Gesetze der Physik, weil ich mich fortbewege. Aber wenn ich normal im Spaziergängermodus gehe, dann nimmt er relativ wenig auf und somit mulche ich dementsprechend mehr bzw. überwiegend. Und das ist ein ganz großer Kritikpunkt. Das bedeutet, dass dieser Mäher eigentlich eher fürs Mulchen gedacht ist und nicht fürs Gras auffangen. Der nächste Punkt ist ein positiver Punkt, aber auch zugleich ein negativer Punkt. Ich möchte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Und zwar geht es um das Thema Untermesser einstellen bzw. die Schnittqualität einzustellen, dass die Spindel auch ordentlich schneidet. Bei allen anderen Handspindelmähern habt ihr eine Schraube, die ihr verstellen müsst, um das Untermesser näher an die Spindel ranzubringen. Hier habt ihr 2 Schrauben. Ihr könnt einmal das Untermesser, ihr habt sozusagen wieder eine Konterschraube. Und das ist zum einen mal gut, weil es spricht einfach für die Qualität, dass sich das Untermesser nicht mehr verstellen kann. Aber der Negativpunkt ist einfach, ihr braucht etwas mehr technisches Verständnis und es bedarf etwas mehr Zeit, um das Untermesser perfekt einzustellen. Aber dieser Handspindelmäher ist, zumindest mein Handspindelmäher, ist perfekt eingestellt geliefert worden und das spricht auch schon mal wieder für die Qualität. Aber wenn wir gleich hier unten sind, habe ich den Hauptkritikpunkt und das ist wirklich ein enormer Kritikpunkt, denn das ist die Schnitthöheneinstellung. Und ganz ehrlich, da muss ich jetzt auch wirklich so ganz hart kritisieren. Ich habe so eine schlechte Schnitthöheneinstellung, so ein Dreck wirklich noch nie gesehen und ich frage mich, was der Konstrukteur sich dabei gedacht hat. Und da würde ich einfach sagen, ich hole mal kurz ein Werkzeug, denn genau, man braucht ein Werkzeug, um überhaupt die Schnitthöhe umzustellen. Ihr braucht 2 Schraubenschlüssel und ein Schraubendreher bzw. Schraubenzieher, wie man auch immer dazu sagt. Und ihr müsst erstmal diese Verkleidung abnehmen. Und da merkt man schon, dass es nicht so einfach ist, denn bei diesem Mäher könnt ihr die Schnitthöhe zwischen 13 und 56 mm einstellen und ihr könnt die Schnitthöhe an 2 verschiedenen Punkten einstellen. Und das ist schon mal ein Riesenproblem. Ihr müsst, um eure Hauptschnitthöhe zu wählen, ich bin auch noch nicht drauf gekommen, von wie viel bis wie viel Millimeter was geht, aber ihr könnt hier die Hauptschnitthöhe ändern. Und da macht ihr diese Schraube auf, diese Mutter auf
Und hier am Rad, wo ich gerade den Deckel weggemacht habe, da kontert ihr. Ich mache es jetzt nicht, weil es dauert einfach viel zu lange. Ihr macht das auf und könnt dann hier die Schnitthöhe in den verschiedenen Punkten einstellen, höher oder tiefer. Und das gleiche müsst ihr nochmals auf der anderen Seite machen. Und dann habt ihr erstmal einen groben Schnitthöhe, wo ihr dann sagt, okay, bin ich überhaupt bei 40 oder 50 oder 30 mm oder 20, wie auch immer. Und dann habt ihr noch hier hinten, nochmals die Möglichkeit, die Schnitthöhe nochmal fein justieren. Und da ist es auch so, da müsst ihr hier die Flügelmuttern aufmachen. Das kann ich jetzt kurz machen, das dauert nicht so lange. Und dann müsst ihr hier diese Schraube rausfriemeln. Und da merkt ihr schon, es ist nicht so ganz einfach. Und dann könnt ihr hier mit insgesamt 3 verschiedenen Lochgruppen, könnt ihr hier die Schnitthöhe wählen. Und hier habt ihr nochmals 3 verschiedene Lochgruppen. Und das letzte Loch ist ein Langloch. Und somit könnt ihr den Mäher sehr individuell einstellen. Aber, und genau das ist der Punkt, ihr braucht zum die Schnitthöhe einstellen, wenn ihr es vorne am Rad einstellt und hinten, braucht ihr zwischen 10 und 15 Minuten. Und somit, finde ich, ist der Mäher nichts für mal kurz die Schnitthöhe um 3-4 mm tiefer zu stellen oder einen Zentimeter höher zu stellen oder wie auch immer, sondern am besten einfach lassen, einmal einstellen lassen und nichts mehr dran ändern, weil das nervt irgendwann. Wenn ihr nun die Schnitthöhe mega aufwendig eingestellt habt, kann es schon losgehen. Und deswegen mähe ich jetzt auch mal, dann dürft ihr mal ihn in Aktion sehen, wie der ganze Mäher funktioniert. Und dann schauen wir uns auch mal das Schnittbild an. Und ihr hört es ja auch, er ist relativ leise und er lässt sich wirklich mega gut schieben. Also da gibt es gar nichts. So, und jetzt seht ihr vielleicht, wenn ich langsam gehe, wirft er es wirklich hauptsächlich nach oben und es fällt nichts in den Fangkorb rein. Jetzt laufe ich schneller, damit er was durch den Fahrtwind und durch die Fortbewegung auch was in den Fangkorb reinwirft. Aber ihr dürft mal sehen, ich muss dann wirklich schon fast schnell gehen bzw. rennen und das ist nicht so toll. Ich bin ganz außer Atem. Und ihr seht es auch hier, sammelt sich der ganze Abschnitt, er sammelt sich mehr hier am Untermesser und er fällt auch hier zwischen rein. Das ist, wie gesagt, ein großer Kritikpunkt, was mir persönlich gar nicht gefällt. Streifen macht er eigentlich keine. Er kann keine Streifen machen, er ist einfach viel zu leicht, wie jeder Handspindelmäher auch. Vom Schnittbild hätte ich gesagt, schauen wir uns einfach mal das Ganze an. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt, aber hier live vor Ort sieht man es. Und zwar, und das ist dann auch der dritte große Kritikpunkt, er macht Rippchen rein. Wie erwartet, wie vermutet, er macht Rippchen rein. Klar, er hat 7 Messer, schon mal 2 mehr. Prozentual gesehen deutlich mehr als die 5 Messer Spindel von Gardena und Co. Aber trotzdem reicht es leider nicht, um ein wirklich astreines Schnittergebnis zu haben. Ich bin jetzt aktuell bei, müssten 18 mm sein.
Also von dem her, ich habe erst gestern mit meinem Ellet gemäht, von dem her müssten das jetzt 18 mm sein. Kommen wir zum Fazit. Was halte ich vom Mäher? Da muss ich sagen, wie erwähnt, Qualität geil, Materialauswahl geil, die Schnittqualität, wie er abschneidet, geil. Fangkorb, auch die Qualität, geil. Negativ, ganz klar, Schnitthöheneinstellung, Grasauswurf und er macht Rippchen. Ist es eine Kaufempfehlung? Da sage ich Jein, ganz klares Jein. Ich bin der Meinung, für diese Personen, die ein Mäher suchen, als Hauptmäher suchen und diesen einfach ein Spindelmäher einsetzen möchten als Hauptmäher für 2-mal die Woche, ist er definitiv nichts. Weil genau diese Kritikpunkte wie Schnitt, Höheneinstellung und Grasauswurf somit ein K.O.-Kriterium sind. Für mich persönlich, er bleibt hier. Ich finde ihn okay, ich finde ihn gut, weil ich nutze ihn hauptsächlich im Spielturmbereich, um die Ecken, um die Kanten, wo mein Ellet einfach zu schwer ist. Und somit eine Empfehlung eher für die Personen, die einen Roboter zum Beispiel haben und der Roboter mäht unter der Woche, hält das Gras schön kurz und ihr sagt einfach, am Wochenende möchte ich einfach einen Handspindelmäher nutzen, weil es mein Hobby ist. Genau für sowas ist er gemacht und ist gedacht, aber als Hauptmäher nichts. Wenn ihr euch dazu entscheidet, diesen Mäher zu kaufen, findet ihr ihn unten in der Videobeschreibung als Link. Dadurch unterstützt ihr auch unseren YouTube-Kanal Perfect Green. Wir bedanken uns dafür recht herzlich und wünschen euch eine schöne Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Glocke an. Bis dann. Ciao.